Also ich bin der Dennis Betschart. Ich bin einer der jüngsten Fahrzeugrestauratoren in der Schweiz. Wir haben hier einen Volvo 47er Turbo. Das ursprüngliche Problem der Kundschaft war, dass in den höheren Drehzahlen, sprich unter Volllast, wir einen Leistungsverlust haben. Wir haben einen Leistungseinbruch. Er kommt wieder, er geht wieder, er kommt wieder, er geht wieder. Und da ist die Vermutung nachgelegen, dass irgendwo luftseitig ein Problem vorhanden muss sein. Sprich, man hat die Trassenklappe, wird man prüfen hier. Luftmassenmesser wird man prüfen, es sind Versorgungsspannungen herum, ist der Widerstand vom Luftmassenmesser in Ordnung. Ich bin froh, dass ich hier auf Original Volvo-Unterlagen zugreifen kann. Ich habe so Zeug herum, ist auch eine absolute Seltenheit mittlerweile. Luftmassenmesser selber prüfen wir mit Ohm prüfen, mit dem Widerstandswert in Ohm. Zwischen 6 und 7. Also 1 und 6 da. Zwischen 0 und 1000 Ohm sollten wir haben. 162 Ohm haben wir. Wenn ich wieder schön dran bin. Da. Absolut in Ordnung. Absolut in Ordnung. Wenn er jetzt zu wenig oder zu viel Widerstand hätte, wäre der Luftmassenmesser selber hätte dann einen Defekt. Das ist in dem Fall nicht der Fall. Ich habe sonst gleich zur Not habe ich mir einen zweiten mitgenommen. Mit der haargenau gleichen Teilnummer von Bosch. Mit den Jahren tut man sich so Zeug auf die Seite, wo noch gut ist, weil man genau weiss, welche Sachen das bekannt sind und gerne kaputt gehen. Und bevor man dann ein neues Teil bestellen muss, kann ich immer noch vorher mit so einem schnell reinschalten, einfach zum Diagnosen überprüfen, falls man ein Bauteil diagnostiziert. Kann ich da noch einen reinsetzen und schauen, ob es wirklich an dem liegt oder nicht an dem liegt. Da ist jetzt der Luftmassenmesser selber vom Widerstandswert her in Ordnung gewesen. Ja. Da ist allenfalls eine Versorgungsspannung nicht mehr gut oder nicht mehr so schön, wie sie sein sollte. Die Batteriespannung müssten wir haben, am anderen haben wir nur 5 Volt. Ist gut möglich bei den alten Autos, dass wir irgendwo Kabelunterbruch haben. Die Kabel sind alt, die Kabel sind schon vielmal gebückt worden, es sind schon vielmal Sachen auseinandergenommen worden. Vielleicht hat man mal Schäden am Fahrzeug gehabt, wo man am Chassis hat müssen arbeiten, Kopfflügel wegnehmen, Kabelstränge auf die Seite drücken und. Und darum ist das schon gut oder schon realistisch, dass da etwas von der Versorgungsspannung her kaputt sein kann. Ich glaube nicht, dass es der einzige Fehler ist, weil der ist schon mit einer Lampe ausgerüstet, die alle fällige elektrische Fehler erkennen würde. Sprich, der hat schon eine OBD-Lampe oder so etwas Ähnliches. Ist noch nicht ganz OBD, aber es ist etwas Ähnliches. Das waren die Anfangsstadien von diesen OBD-Sachen. Und er müsste das eigentlich merken, wenn er da einen elektrischen Defekt drauf hätte. Ja. Hat er zu wenig Versorgungsspannung, müsste er das mir eigentlich anzeigen. Darum will ich gleich noch zur Sicherheit das System doch noch abpressen vom Turbolader, weil ich einfach gesehen habe, dass da schon mal umgewerkt worden ist. Man hat schon Zeug auseinandergenommen. Es scheint mir auch nicht der Original Turbo drin zu sein. Ich behaupte jetzt, das ist von einem 69er Turbo. Weil da hat man gewisse Leitungen hat man da einfach ins Leere geführt, die da vorne abgeschnitten sind und zugemacht worden sind. Das ist ganz sicher nicht original so. Darum werde ich jetzt das Ladeluftsystem trotzdem einmal nachpressen. Ja. Und das ist dieses Systemdrucktestgerät. Ja genau, ich habe hier mit einem externen Luftschlauch kann ich dem System Druck drauf geben. Ich habe da selbstverständlich einen Druckregulierer
damit ich da nicht irgendeinen Überdruck erzeugen und allenfalls Bauteile noch zerstören kann. Hat es da extra so ein Überdruckventil. Noch drauf, wo ich das schön in Ruhe kann regulieren kann. Und das probieren wir jetzt einmal, wie das etwas tut. Jetzt können wir da schon eine Undichtigkeit feststellen. In dieser Unterdruckdose kann man schon sagen, dass es dort undicht ist. Und genau bei der Unterdruckdose undicht, genau diese Dose regelt den Ladedruck. Und wenn das er höher laden und bei wie viel sollte er höher laden. Und wenn natürlich ein Turbo angenommen er würde ein bisschen überladen, dann ist die ganze Zeit am Schrauben, irgendwann kommt das Steuergerät selber kommt aus einem Kennfeld raus. Da ist ein programmiertes Kennfeld drauf. Und wenn er außerhalb von dieser Toleranz ist oder von dem Kennfeld, sagt natürlich der Motor, ich glaube, wir nehmen So die nicht. Spritzung zurück. Ja. Aufgrund von Schützen vom Motor, wir wollen keinen Motorschaden verursachen, nicht das Auto überlädt in dem Sinn. Sprich, die Dose ist geschraubt, das heisst, ich werde jetzt sicher mal öffnen und mal schauen, ob dort eine Dichtung darunter ist und wie das dort aussieht. Das ist schon witzig, dass so quasi diese wirklich allerkleinsten Bauteile dann quasi einen riesen Ärger Ja, das verursachen. sind meistens die kleinen Sachen, die den Hund reinhauen, ja. Und wenn wir das Gehäuse anschauen, wie da mit durch, Ja, da auch nicht. ja, Genau an der Stelle, wo es rausgebrünzelt hat, ja. komme ich mit der Schiebel rein. Ah, okay. Das heisst, das Gehäuse ist uneben. Und jetzt versucht man halt mit dem ein bisschen zu arbeiten. Ist man vorsichtig, aber sehr vorsichtig. Ja, aber es ist schon sehr dünn. Versucht die Stellen ein bisschen abzudrücken. Primitiv, aber wirkungsvoll. Und dann tue ich die Dichtfläche noch mit Silikon behandeln. Einfach weil der Silikon den Dichtet. Gummi aufweicht, geschmeidig macht, dass er sicher wieder besser dichten kann.
Und? Das ist an einer anderen Stelle. Wie mühsam oder nicht mühsam ist es, irgendwie so Teile nachzubestellen? Also sprich, sind die dann leicht zum Finden online oder ist das dann Das jedes ist Mal ein von- rechtes Geschiss? Oder? Das ist von Automarke zu Automarke ganz verschieden. Also heimische Marken für uns, jetzt für Schweizer, sind deutsche Autos heimische Marken. Für die eben ist es meistens nicht so ein Problem. Und alles, was jetzt um Volvo geht, da kriegst du auf der schwedischen Internetseite kriegst du alles noch über. Also bis in die 60er Jahre, 50er Jahre kriegst Aber du halt- für jeden Volvo die kleinsten Bauteile, vom Clip bis zu einer Frontscheibe, kriegst du alles noch über.